kann die ja so rübernehmen. Ja, lass. So, okay. Danke dir. Heute kommt noch eine Schulklasse, eine Veranstaltungstechnikerklasse. Ich war ja früher auch Veranstaltungstechniker. Also das ist alles, was mit Licht und Sound und Veranstaltung zu tun hat. Und das sind, glaube ich, 20 Mann und Frauen. Und denen zeige ich heute mal ein bisschen, wie man Schallplatten presst, was alles so dazugehört. Matter of fact. Daniels Schulklasse. So, ich bereite das jetzt hier mal schon schön vor. Verschiedene Granulatsorten, Hooks, jetzt kommen die Stamper dazu, der Folienschnitt, sodass ich das alles perfekt zeigen kann. Oh, der sieht aber schon schrecklich aus. Das soll ja alles schön sauber und ordentlich aussehen. Und da wir die Materialien schon so oft vorgeführt haben, ist es wichtig, dass wir die einfach noch mal nacharbeiten, ein Stückchen. So, ich glaube, es hat geklingelt. Ich hole die mal schnell rein. Matter of fact. So. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet für euch. Schon mal, dass wir wirklich mal die komplette Herstellung der Vinyl wirklich von vorn bis hinten abgehen. Und dann zeige ich euch wirklich noch, wie Platten gepresst werden. Es gibt gerade ein paar Neuigkeiten. Wir sind gerade in die 4-Tage-Woche gestartet. Wir probieren das jetzt aus. Die 8-Stunden-Kräfte müssen 10 Stunden arbeiten, die 6-Stunden-Kräfte 8 Stunden. Dadurch arbeiten wir den Freitag komplett raus und das Wochenende für unsere Leute beginnt Donnerstagabend. Wir pressen hier am Tag fast 1000 Schallplatten, senden die von Südafrika über Japan, Amerika, natürlich auch viele deutsche Klienten, viel Punk, Rock, Hip-Hop, extrem viel aus dem elektronischen Bereich. Zur Vinylherstellung. Ich fange einfach mal ganz vorne an. Der erste Schnitt bei einer Vinylherstellung ist der sogenannte Lackschnitt. Da wird letztendlich mit einer Diamantnadel oder mit einem Brillantstichel ein elektronisches Signal in eine mechanische Bewegung, also das Umgedrehte, wie es beim Plattenspieler stattfindet. Und die Musik wird hier praktisch rein graviert. Das ist dann der Lackschnitt, der Lackmaster. So, die ist auch abspielbar, die Platte. Und diese acetatbeschichtete Platte wird ganz filigran behandelt und geht dann in die Galvanik. Da arbeiten wir mit einer Galvanik in Sheffield zusammen. Das ist eine der besten der Welt in England. Und die beschichten das Ganze dann über ein galvanisches Bad. Galvanik, Anode, Kathode mit einem elektrochemischen Prozess mit Nickel beschichtet. Und danach wird das Ganze voneinander getrennt. Diese können wir abspielen, da sind Rillen drin. Und da diese Rillen dann mit Nickel gefüllt werden, stehen hier die Rillen nach außen. Das ist praktisch dann das Negativ. Das Ganze wird vorgeformt, exakt für unsere Pressen. Das muss auch wiederum ganz filigran behandelt werden, weil und schon hat man einen Kratzer auf der Platte, sie springen. Davon kriegen wir eine A-Seite und eine B-Seite. Die spannen wir ein in die Maschine, oben und unten. Und dann haben wir Vinylgranulat. Das ist Vinylgranulat. 100% reines, das beziehen wir aus den Niederlanden. Das ist reines PVC, aber hochreines PVC. Das heißt, da ist kein Staub drin, kein Sandkörnchen. Jedes Sandkörnchen würde uns den Stamper letztendlich zerkratzen. Und hier haben wir mal recyceltes. In dem Fall ist es unser buntes Ecovex. Wir arbeiten mit viel Ausschuss. Die granulieren wir hinten in unserem Granulator. Wird von Staub getrennt, alles sowas. Und da produzieren wir unser eigenes Ecovex draus. Das ist unser eigenes Produkt, das heißt 100% recycelte Schallplatten. Hier wird nichts weggeschmissen. Wir arbeiten mit sehr viel Ausschuss, einfach damit wirklich 100% Qualität das Werk hier verlassen. Das sind praktisch zerhäckselte Platten und das ist das Hochrein. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben, haben wir das. Deswegen auch diese Keks hier. Genau, die sind jetzt natürlich steinhart, weil die ausgehärtet sind. Nachher, also wenn die rauskommen, sind die relativ weich, gerade frisch geformt und natürlich auch super heiß. Und der wird dann per Hand in die Maschine eingelegt, mit einem Etikett zusammen. Es werden 2 Knöpfe gedrückt, die Maschine fährt rein und presst dann mit 100 Tonnen und 10 Bar 200 Grad heißen Wasserdampf, den wir durch die Maschine jagen. Also wir haben ein Werkzeug oben, wir haben ein Werkzeug unten und diese beiden Metallteile werden mit dem Wasserdampf erwärmt. Das heißt, der Wasserdampf kommt natürlich nicht mit der Matrize in Berührung, sondern mit dem Werkzeug, auf dem er eingespannt ist. Dort fließt der Wasserdampf durch. Und
Danach wird sofort durch die Maschine 21 Grad kaltes Kühlwasser durchgeschossen, wird dann nur noch der Rand abgeschnitten. In der Verpackung kommt dann wirklich nochmal eine Handkontrolle, in dem wirklich jede A- und jede B-Seite einmal durchgecheckt wird, geguckt wird, sind Fehler drauf. Wir haben hier ein extremes Licht. Viele Fehlerbilder, die man hier sieht, die würde man unter normalen Lichtbedingungen gar nicht sehen. Eben Manufakturprinzip, dass hier wirklich nur die besten Platten das Haus verlassen. Ich zeige euch mal noch den Technikraum. Der ist dafür verantwortlich, dass diese ganze Peripherie hier läuft. Wir haben hier das Kühlwasser, die Hydraulik und den Kompressor. Kompressor brauchen wir für Luftdruck, steuert den ganzen mechanischen Abläufe in der Maschine. Die Hydraulik ist dafür da, um den Pressdruck von 100 Tonnen zu erreichen. Wir brauchen hochreines Wasser und das ist ein großer Wasserkocher letztendlich, der den Wasserdampf erzeugt. Würden wir das Wasser vorher nicht reinigen, würde der verkalken. Hier kommt der TÜV zweimal im Jahr, nimmt alles ab, weil wir hier wirklich 200 Grad heißer Wasserdampf mit 10 bis 11 Bar ist natürlich extrem. 1-2 Grad Schwankung im Kühlwasser und im Dampf heißt, die Platte wird wellig, die Platte wird schüsselig, die Platte knackt, die Platte rauscht. Dass man die ganzen Fehler schon mal miterlebt hätte. Natürlich. Wir haben hier extrem viel geweint und gelacht. Die Maschinen werden einem hier hergestellt. Es wird auch alles angeschlossen. Man kriegt eine Woche lang eine Schulung, aber nur wie die Maschinen funktionieren. Danach hast du immer noch keine vernünftigen Schallplatten. Das heißt, es kommt noch ein extrem langer Lernprozess dazu. Digital ist immer vergänglich und verbraucht auch stetig Energie. Das heißt, eine Platte einmal in der Herstellung und danach ist eigentlich nur noch die Nachhaltigkeit und der Genuss. Ne, bei uns ist das so, die Kinder legen dann zu Hause am Sonntag irgendeine, was weiß ich, dann wird eine Ava Gold rausgeholt, morgens zum Frühstück draufgepackt und dann ist irgendwie so Sonntagsfeeling. So, es steht überall ein Plattenspieler rum und die Kinder wissen, wie filigran das Ganze ist und damit übermittelt man ihnen auch eine Wertigkeit des Produktes, der Musik und auch die Kunst des Künstlers wird auf ein ganz anderes Level gehoben, weil man ja schon Respekt vor diesem Produkt hat. So, und für mich eigentlich die beste Visitenkarte eines Künstlers, wenn man so eine Schallplatte in der Hand hat oder eine raus hat. Ja. So, dann holen wir mal die andere Bande rein. Ja, also es war sehr interessant. Ich war ziemlich begeistert darüber, dass in so einer unscheinbaren Halle wie hier sowas Interessantes abgeht. Und wir haben auch sehr viel Informationen gekriegt über den Prozess, über die Herstellung, wirklich vom Anfang bis zum Ende, wie das wirklich läuft, wie sie mit den Musikern in Kontakt sind. Das ist wirklich sehr, sehr toll, was sie hier leisten. Mir hat auf jeden Fall gefallen, das erstmal alles zu sehen, wie das so entsteht, wie die Schallplatten gepresst werden und was für eine Arbeit überhaupt dahinter steckt, weil so kauft man sich halt eine Platte und hört die und denkt nicht groß drüber nach, okay, wie viele Leute haben daran gearbeitet und wie entsteht das und weil die auch so super unterschiedlich sind. Früher gab es ja nur schwarze Platten und jetzt gibt es bunte oder ich habe auch eine durchsichtige zu Hause und das schon super, also interessant hier. Ich bin hier mit meiner Klasse, wir machen gerade alle eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker und wir haben natürlich auch sehr viel mit Tontechnik zu tun. Dadurch ist es gerade nochmal interessant, auch speziell für uns. Und das ist wirklich diese Arbeit, die da reingesteckt wird und man weiß das richtig zu schätzen, wenn man ein bisschen Ahnung vom Ton hat und das geht wirklich ins kleinste Detail, was hier geleistet wird und das ist echt klasse. Es gibt viele Vorurteile gegenüber den technischen Berufen, dass es nichts für Frauen wäre oder so. Und natürlich hatte am Anfang auch so Bedenken, mit okay, was ist, du bist in einem Job, da sind 90% nur Männer und ob ich halt wirklich es schaffe, auch die schweren Cases oder so zu tragen. Aber im Endeffekt wurde mir, also in meinem Betrieb auf jeden Fall beigebracht, okay, es gibt gewisse Techniken, die kann jeder lernen. Und auch wenn ich etwas kleiner bin, gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass ich trotzdem irgendwie alles mit ausüben kann. Oder ja, es gibt auch super viele Bereiche und da ist, glaube ich, für jeden wirklich was dabei, was einen interessiert. Und ja, aber tatsächlich will ich jetzt meinen Beruf Veranstaltungstechnikerin auch wirklich vielen Frauen weiterempfehlen, einfach weil es ein super kreativer Beruf auch ist. Und man doch auch, wenn man jetzt einen Betrieb mit nur Männern ist, das ein bisschen aufmischen kann und das ist auch witzig auf jeden Fall, das mitzuerleben. Also, ja. Das war echt cool. Eine große Klasse, 2 Rundgänge, A10
Mann und Frauen und schöne Fragen gestellt, waren extrem interessiert an der Herstellung. Viele Leute dabei, die Musik machen, viele Leute dabei, die auf Konzerten sind. Naja, Veranstaltungstechniker, die hängen halt mittendrin, im Licht, im Sound, alles, was dazugehört. War richtig cool und ich hoffe, die haben hier was mitgenommen. Matter of fact.